Neulich sprach ich mit einer Head of D&I über unsere Arbeit im Bereich Führung und Inclusive Leadership und was wir damit für Erfolge erzielen. Und sie dann so, und wie machst du das? Ist das dann so ein Bro-Code oder so? Und ich dachte, da ist jetzt irgendwie die Etikettierung stärker als die Einbeziehung oder das Interesse. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann denn Einbeziehung funktionieren, sodass sie auch ihren Namen verdient. 5 Punkte, wie auch in den letzten Videos. Erster Punkt, Zugehörigkeit für alle. Das ist möglich, aber wir müssen dann auch darauf achten, dass nicht manche sich für ihre Identität entschuldigen müssen und andere nicht, sondern dass wir wirklich Zugehörigkeit statt Zuschreibung so gestalten, dass alle dafür Verantwortung übernehmen. Und dann haben wir schon den ersten Teil. Zweitens, Safe Spaces. Total wichtig, gab es früher nicht. Wir haben viele mit aufgebaut und sehen, wie bedeutungsvoll das ist. Dennoch, wenn wir nur Safe Spaces haben, dann ist es wie getrennte Inseln. Das wollen wir nicht. Wir brauchen dazwischen die Einbeziehung. Die ist sozusagen, die stellt die Verbindung her. Und wie entsteht die Einbeziehung? Dafür brauchen wir Räume statt Zäune. Und darüber entsteht dann auch der berühmte, gewünschte Effekt des Zusammenkommens. Drittens, Ideologie der Einbeziehung oder Pragmatismus. Und wir haben gesehen, dass Einbeziehung eigentlich ähnlich wie Nachhaltigkeit so nur im Akkord funktioniert. Also Talent und Teams und Kultur und Community und Business und Verantwortung, wenn das zusammen gestaltet wird, verantwortlich, dann entsteht Einbeziehung auf eine Art und Weise, die sich positiv entfalten kann. Viertens, Einbeziehung wirklich im System oder doch mehr im Seminar? Und das frage ich, weil ich vor 15 Jahren schon ein Buch geschrieben habe über D&I in Businessprozessen. Und heute sehen wir immer noch sehr viel Arbeit an Einzelthemen. Und ich glaube, wir müssen uns mehr um das Betriebssystem kümmern, anstatt immer neue Apps zu kreieren und zu installieren. Und ja, dieser Alltag, Betriebssystem Alltag, Führung und Zusammenarbeit ist das, wo es dann wirklich alltäglich wird. Und da müssen wir unterscheiden. Also CXOs, habe ich gesehen, die brauchen eine andere Art von Hilfestellung in der Einbeziehung, weil sie sehr viele unterschiedliche Einflüsse miteinander in Einklang bringen müssen. Darunter die Ebene Executives, da ist es schon wichtiger, dass man operativ wird, dass sie in ihren Teams, aber auch in ihrem Business Talente und Potenziale irgendwie auf die Straße bekommen. Und das ist dann ein Einbeziehungshebel. Und auf der Belegschaftsebene, auf der Teamebene, da geht es darum, bewusste Einbeziehung zu gestalten. Also Menschen zu helfen, so über ihren inneren Reflex, der Eigengruppenorientierung, also In-Group-Orientierung und so ein bisschen Abwehr nach außen, den zu überwinden, und dann kommt man auch dort zu bewusster Einbeziehung. Conscious Inclusion ist das Format, was wir dafür haben. Also insgesamt, Einbeziehung kann Haltung sichtbar machen, kann helfen, archaische Reflexe ins Jetzt weiterzuentwickeln und letztlich dazu helfen, dass Zugehörigkeit keine Einbahnstraße ist, sondern für alle gleich gut funktioniert. Hört sich einfach an, oder? Machen wir.